Willkommen zu der Folge, die sich mit den Hintergründen oder auch Abgründen der Geschichten beschäftigt. Ich bin Frompy the Bogle, der Herr der Geschichten. Ich bin JRB und wir beide gehen nochmals einzeln die Geschichten durch und besprechen diese gemeinsam. Heute ist eine besondere Ausgabe von Perspective, wo wir am Anfang Mythos und die Realität besprechen. Heute geht es nicht nur um gruselige Geschichten, sondern um ein altes Fest, das tief mit Licht, Erneuerung und der Natur verbunden ist. Imbolc. Lass uns direkt anfangen. Was genau ist Imbolc? Imbolc ist ein keltisches Fest, das am 1. oder 2. Februar gefeiert wird und den Übergang vom Winter zum Frühling markiert. Es ist eines der 4 großen keltischen Jahreskreisfeste, neben Beltane und Lughnasadh und Samhain. Während der Winter noch spürbar ist, beginnt die Natur langsam zu erwachen. Die Tage werden länger, die ersten Lämmer werden geboren, und es ist ein Symbol für Hoffnung, Reinigung und Neuanfang. Also hat das Fest eine enge Verbindung zur Natur? Genau, die Kelten waren stark mit den Jahreszeiten verbunden, und Imbolc dient als Zeichen dafür, dass der Winter bald endet. Es war eine Zeit des Wachstums und des Lichts, besonders verehrt wurde an diesem Tag die keltische Göttin Brigid, die mit Feuer, Fruchtbarkeit und Heilung in Verbindung gebracht wird. Später wurde sie in der christlichen Tradition zur heiligen Brigida, aber ihre ursprüngliche Bedeutung als Lichtbringerin und Schutzpatronin blieb bestehen. Interessant. Welche Bedeutung hat Imbolc für die Menschen heute? Für viele ist es ein spirituelles Fest, das mit Reinigung, Licht und Neubeginn verbunden ist. Es ist eine Zeit, um die dunklen Monate hinter sich zu lassen, neue Ziele zu setzen und sich auf das kommende Jahr vorzubereiten. Für manche ist es ein rein symbolisches Fest, für andere hat es eine religiöse Bedeutung, insbesondere für Menschen, die sich dem Neuheidentum oder dem Wicca-Glauben verbunden fühlen. Dort wird Brigid als Göttin geehrt, Kerzen werden entzündet und es gibt Rituale zur inneren und äußeren Reinigung. Das erinnert an das christliche Fest Lichtmess, das ebenfalls Anfang Februar gefeiert wird. Gibt es da Zusammenhänge? Ja, tatsächlich. Lichtmess oder Maria-Lichtmess findet am 2. Februar statt und markiert in der christlichen Tradition das Ende der Weihnachtszeit. Die Kirche übernahm viele Bräuche von Imbolc, insbesondere das Entzünden von Kerzen, das für das Licht der Welt steht. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, wie ältere vorchristliche Traditionen in spätere Religionen eingeflossen sind. Wenn jemand Imbolc feiern möchte, wie kann man das tun? Es gibt viele Möglichkeiten, je nachdem, wie tief man sich mit dem Fest verbinden möchte. Ein paar Traditionen sind zum Beispiel das Kerzenentzündung, die Reinigung, Brigid-Ehren oder Natur erleben. Bei den Kerzen zu entzünden spielt Licht eine große Rolle. Eine einfache Art zu feiern ist es, die Kerzen anzuzünden und sich auf Wärme, Licht und Neubeginn zu konzentrieren. Will man reinigen und den Neubeginn feiern, verwenden viele symbolische oder praktische Frühjahrsputze, aber auch innerlich, indem sie ältere Gewohnheiten ablegen. Einige ehren auch Brigid. Wer sich spirituell mit dem Fest verbinden will, kann Brigid durch Gedichte, Gebete oder Rituale ehren. Feuer, Wasser, ihre Elemente spielen dabei eine zentrale Rolle. Und die Natur zu erleben, geht über einen Spaziergang, um die ersten Zeichen des nahenden Frühlings zu entdecken. Das klingt nach einem Fest, das viel Raum für persönliche Interpretationen lässt. Absolut. Imbolc ist kein starr festgelegtes Fest, sondern kann individuell gefeiert werden. Manche Menschen sehen es als spirituelle Erfahrung, andere als Gelegenheit, sich auf die kommende Jahreszeit einzustimmen. Wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass es eine Zeit des Wandels und des Lichts ist. Zum Abschluss. Warum sollen wir Imbolc heute noch beachten? Weil es uns daran erinnert, dass selbst in den dunkelsten Zeiten das Licht zurückkehrt. Es ist ein Symbol für Neubeginn, Hoffnung und Wachstum.
und das kann jeder von uns auf seine Weise mitnehmen. Ein schöner Gedanke. Danke, JRB, für diesen Einblick in ein faszinierendes Fest. Danke dir und an alle da draußen. Möge Imbolc euch Licht und Wärme bringen. Kommen wir nun zu den Geschichten. In der Geschichte Gefangen im Schatten der Nacht erlebt Lara den Albtraum einer Schlafparalyse. Bewegungsunfähig, von Dunkelheit umgeben, spürt sie eine fremde, kalte Präsenz, die versucht, ihren Körper zu übernehmen. Die Schatten scheinen lebendig und die Grenze zwischen Realität und Albtraum verschwimmen. Erst als sie plötzlich wieder Kontrolle über ihren Körper erlangt, bleibt nur eine Frage zurück. War es nur ein Traum oder hat etwas Dunkles tatsächlich versucht, sie zu verschlingen? Und was diese Geschichte so erschreckend macht, Lara schwört, dass sie genau so passiert ist. Die Geschichte Gefangen in der Dunkelheit hat eine große Resonanz ausgelöst. Doch heute sprechen wir über die Tatsache, dass das Erlebte nicht bloße Fiktion ist, sondern auf einer wahren Begebenheit beruht. Beginnen wir mit der wichtigsten Frage. Wie hast du diese Geschichte erhalten? Die Geschichte basiert auf den Erlebnissen einer Person, die wir hier Lara nennen. Sie hat mir ihre Erfahrungen in einem vertraulichen Gespräch geschildert und ich war tief bewegt von der Intensität und dem Schrecken, den sie durchgemacht hat. Es war mir wichtig, ihre Perspektive respektvoll und authentisch darzustellen, ohne dabei sensationshungrig zu wirken. Das ist ein heikles Thema. Viele könnten Laras Erlebnisse als rein psychologisches Phänomen abtun, aber sie ist überzeugt, dass das, was sie erlebte, real war. Wie hast du dich dieser Überzeugung genähert? Lara war sehr klar darin, dass es sich für sie nicht wie ein Traum anfühlte. Sie beschrieb nicht nur die körperliche Lähmung, sondern auch das Gefühl, dass eine tatsächliche Präsenz im Raum war. Diese Erfahrung ging über das hinaus, was man bei einer klassischen Schlafparalyse erwarten würde. Es war mehr als ein Gefühl. Sie war davon überzeugt, dass etwas aktiv versucht hat, Kontrolle über sie zu erlangen. Wissenschaftlich betrachtet gibt es Theorien, die solche Erlebnisse als neurologische Fehlfunktion erklären. Aber Lara sprach von einer Dunkelheit, die sie umgab, fast als wäre sie eine eigene Entität. Wie gehst du mit diesem Widerspruch um? Es ist wichtig, hier offen zu bleiben. Natürlich gibt es eine neurologische Grundlage für Schlafparalyse, aber das erklärt nicht alles. Die Intensität ihrer Beschreibung, eine Dunkelheit, die sie umschloss und fast lebendig schien, weist auf etwas hin, das tiefer geht. Viele Kulturen haben ähnliche Erfahrungen beschrieben, oft mit spirituellen oder übernatürlichen Interpretationen. Für Lara war es keine Fehlfunktion ihres Gehirns, sondern eine Begegnung mit etwas Unbekanntem. Du erwähnst kulturelle Interpretationen. Glaubst du, dass Lara Erlebnisse mit solchen Mythen zusammenhängen könnte? Oder handelt es sich um eine universelle Erfahrung? Es ist ein bisschen von beidem. Der Albdruck oder auch in der europäischen Folklore gibt es den Alb oder Mare. Eine geisterhafte Kreatur, die sich auf die Brust der Schlafenden setzt und sie erstarren lässt. Der sogenannte Succubus in mittelalterlichen Legenden oder auch in islamischen Erzählungen gibt es Geschichten von Djinn, die Menschen im Schlaf heimsuchen und sogar versuchen, ihre Körper zu besetzen. Die südostasiatischen Mythen, den Pi-Am, einen Geist oder Dämon, die Menschen im Schlaf heimsuchen und in der Nacht Menschen niederdrückt. Sie alle erzählen von ähnlichen Erlebnissen. Das zeigt, dass solche Phänomene tief in unserer kollektiven Psyche verankert sind. Das alles passt zu dem, was Lara erlebt hat.
Was hat sie nach der Erfahrung empfunden? Hat sie versucht, eine rationale Erklärung zu finden, oder bleibt sie bei ihrer Überzeugung, dass es real war? Sie war verwirrt und suchte nach Antworten. Lara hat sich intensiv mit wissenschaftlichen und spirituellen Erklärungen auseinandergesetzt. Aber letztendlich blieb sie bei ihrer Überzeugung, dass sie tatsächlich von etwas beeinflusst wurde. Was sie besonders verstörte, war die Art, wie die Dunkelheit sie manipulierte. Nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Lass uns mit den Fakten beginnen. Was ist Schlafparalyse genau und warum könnte Laras Erlebnis darunter fallen? Schlafparalyse tritt auf, wenn das Gehirn aus dem REM-Schlaf erwacht, aber der Körper in der Schlaflähmung bleibt. Normalerweise schützt uns dieser Zustand davor, uns während des Träumens zu bewegen. Wenn man jedoch bei vollem Bewusstsein in diesem Zustand gefangen bleibt, kann es sich beängstigend anfühlen. Viele Menschen berichten von dem Gefühl, eine dunkle Gestalt im Raum zu sehen oder zu spüren. Ein häufiges Merkmal der Schlafparalyse. Das würde erklären, warum sie sich nicht bewegen konnte. Aber in der Geschichte gibt es Elemente, die über eine normale Schlafparalyse hinausgehen. Das Gefühl, dass etwas versucht, ihren Körper zu übernehmen. Die unnatürliche Dunkelheit, die lebendig wirkt. Sind das einfache Halluzinationen? Genau hier wird es spannend. Wissenschaftlich betrachtet können diese Empfindungen das Ergebnis von hypnagogischer Halluzination sein. Das heißt, das Gehirn erschafft Sinneseindrücke, um den Kontrollverlust zu erklären. Doch was, wenn nicht alles nur Einbildung ist? Viele Kulturen beschreiben Schlafparalyse nicht als neurologisches Phänomen, sondern als Angriff durch übernatürliche Wesen. Aber das bedeutet doch nicht zwangsläufig, dass etwas Übernatürliches passiert ist, oder? Nicht unbedingt. Aber es zeigt, dass dieses Phänomen weltweit seit Jahrhunderten auftritt, lange bevor die moderne Wissenschaft Schlafparalyse erklären konnte. Warum berichten so viele Menschen von ähnlichen Wesen und Schattenfiguren? Warum fühlt es sich für viele Betroffene so real an? Die Wissenschaft liefert Erklärungen, aber sie beantwortet nicht die Frage nach dem Warum hinter der Erfahrung. Gibt es Anzeichen dafür, dass Laras Erlebnis tatsächlich übernatürlich war? Ein wichtiger Punkt ist, dass sich das Wesen nicht nur auf ihren Körper gelegt hat, sondern dass Lara das Gefühl hatte, es versucht, in sie hineinzukriechen. Das geht über die klassische Schlafparalyse hinaus. Zudem beschrieb sie, dass die Dunkelheit im Raum sich verändert hat. Nicht nur als subjektive Wahrnehmung, sondern als eine fühlbare, bewegliche Präsenz. Aber könnte das nicht auch auf eine extreme Panikreaktion zurückzuführen sein? Vielleicht eine Mischung aus Angst, Halluzination und Wach-Traumzustand? Absolut, das ist möglich. Menschen in Paniksituationen können Dinge intensiver wahrnehmen oder ihr Gehirn kann die Realität verzerren. Das würde erklären, warum sie sich sicher war, dass sich die Dunkelheit verändert hat. Aber die Frage bleibt, warum empfinden so viele Menschen weltweit dieses dunkle Wesen als eigenständige, bewusste Präsenz? Glaubst du also, dass Schlafparalyse mehr sein könnte als nur ein neurologischer Zustand? Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es wirklich nur das Gehirn, das uns in einen Albtraum hineinzieht, oder es gibt eine unbekannte Dimension dieses Phänomens, die wir noch nicht verstehen. Vielleicht sind es keine Geister oder Dämonen im klassischen Sinne, aber vielleicht öffnet die Schlafparalyse einen Moment lang eine Art Tür, durch die etwas in unserer Wahrnehmung eindringen kann. Also bleiben wir in einer Grauzone zwischen Wissenschaft und Mythos? Genau, die Wissenschaft kann viel erklären, aber sie kann nicht die subjektive Realität der Betroffenen wegdiskutieren. Lara war überzeugt, dass sie nicht allein war. Und wenn jemand von einer Erfahrung so tief betroffen ist, muss man sie ernst nehmen. Egal, ob man an Geister glaubt oder nicht. Das ist ein guter Punkt. Also war Laras Erlebnis nur eine Schlafparalyse? Vielleicht. Oder vielleicht war es etwas, das sich in genau diesem Zustand Zugang verschafft hat. Die Wahrheit liegt, wie so oft, irgendwo dazwischen. Wie können wir uns als Zuhörer kritisch mit ihrer Geschichte auseinandersetzen, ohne sie bloßzustellen oder ins Lächerliche zu ziehen?
indem wir respektvoll und offen bleiben. Solche Geschichten erinnern uns daran, wie wenig wir über die Grenzen zwischen Realität, Geist und möglicherweise Übernatürlichem wissen. Es geht nicht darum, sie zu entlarven oder zu bewerten, sondern ihre Erfahrung als eine Möglichkeit zu betrachten, unser Verständnis von Realität zu hinterfragen. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo zwischen Wissenschaft und Mythos. Eine letzte Frage. Was sollte Laras Geschichte den Zuhörern mitgeben? Dass es wichtig ist, zuzuhören und sich mit ungewöhnlichen Erfahrungen kritisch, aber auch empathisch auseinanderzusetzen. Ob Laras Geschichte rational erklärbar ist oder nicht, sie zeigt, wie nah Angst und das Unbekannte beieinander liegen. Und manchmal ist das Unbekannte näher, als wir glauben. In Das Familiengeheimnis führt eine scheinbar perfekte Weihnachtsfeier zu einer schockierenden Enthüllung. Eine Frau entdeckt, dass ihre Mutter und ihr Ehemann eine Affäre haben und für den Tod ihres Vaters verantwortlich sind, um an das Familienvermögen zu gelangen. Als die Mutter ihre dunklen Absichten enthüllt, eskaliert die Situation, bis der Geist des Vaters eingreift und die Wahrheit mit einem dramatischen Ende ans Licht bringt. Doch keine Sorge, diese Geschichte ist frei erfunden. Eine Geschichte, die eine scheinbar idyllische Familienfeier in einen Albtraum aus Betrug, Mord und paranormalen Erlebnissen verwandelt. JRB, was hat dich dazu inspiriert, diese Geschichte zu erzählen? Das Familiengeheimnis basiert auf einer Mischung aus wahren Begebenheiten und klassischen Motiven der Schauerliteratur. Die Idee, dass sich innerhalb der Familie düstere Geheimnisse verbergen, ist nicht neu. Aber wenn sich diese Geheimnisse zu einem tödlichen Abgrund auftun, wird es besonders verstörend. Die Vorstellung, dass die Menschen, die dir am nächsten stehen, eine Maske tragen und zu deinen schlimmsten Feinden werden können, ist tief beunruhigend. Die Geschichte beginnt harmlos, eine Feier, ein Wiedersehen, und dann entlädt sie sich plötzlich in diesem Abgrund an Verrat und Gewalt. Warum hast du diesen schleichenden Aufbau gewählt? Genau das ist das Unheimliche. Ein Horror, der sich direkt aus dem Vertrauten entwickelt, ist immer am wirkungsvollsten. Anfangs scheint alles normal. Vielleicht gibt es nur ein paar seltsame Blicke, ein unterschwelliges Unwohlsein, aber je tiefer man gräbt, desto mehr tun sich die wahren Abgründe auf. Das macht den psychologischen Horror so stark. Die Protagonistin glaubt, sie verbringt einen gewöhnlichen Abend mit ihrer Familie. Doch in Wahrheit ist sie längst Teil eines perfiden Plans, ohne es zu wissen. Besonders beunruhigend ist die Enthüllung, dass ihre Mutter und ihr Ehemann eine Affäre haben und den Vater ermorden. Das ist nicht nur ein persönlicher Verrat, sondern eine grausame Tat. Was macht diese Art des Horrors so intensiv? Weil es mit dem bricht, was wir als sicher betrachten. Familie sollte Schutz bieten, ein Zuhause sein. Aber was passiert, wenn sich genau diese Familie gegen dich wendet? Der Gedanke, dass der eigene Partner jemand, den du liebst und dem du vertraust, nicht nur betrügt, sondern aktiv Teil eines Mordkomplotts ist psychologisch extrem verstörend. Dazu kommt die Mutter, die nicht nur den Mord mitträgt, sondern bereit ist, ihre eigene Tochter zu opfern, um das Geheimnis zu bewahren. Es ist der ultimative Vertrauensbruch. Dann gibt es einen übernatürlichen Moment. Der Geist des Vaters greift ein, als die Mutter ihre Tochter angreifen will. Warum hast du dich entschieden, das Paranormale mit einzubeziehen? Ich wollte, dass sich Gerechtigkeit auf eine Weise manifestiert, die nicht logisch erklärbar ist. Der Vater wurde von den beiden hintergangen und ermordet, aber sein Geist bleibt, um seine Tochter zu beschützen. Es gibt eine Vorstellung, die in vielen Kulturen existiert, dass ungesühnte Seelen nicht ruhen können. In der Geschichte ist er der letzte Funke Gerechtigkeit in einer Welt, in der alles andere zusammengebrochen ist. Glaubst du, dass solche übernatürlichen Eingriffe möglich sind? Das hängt von der Perspektive ab. Manche Menschen würden sagen, dass solche Erscheinungen einfach das Unterbewusstsein der Überlebenden sind, die sich an den verlorenen Menschen klammern. Andere glauben, dass Geister tatsächlich existieren und mit der Welt der Lebenden interagieren können. Ich denke, dass diese Geschichten existieren, weil sie eine tief verankerte Sehnsucht nach Vergeltung und Auflösung verkörpern.
Wenn die Gerechtigkeit im Leben ausbleibt, wünschen wir uns, dass sie aus einer anderen Welt kommt. Am Ende sterben die Mutter und der Ehemann durch einen Kronleuchter, das Lieblingsstück des verstorbenen Vaters. Ist das reiner Zufall oder eine letzte Botschaft aus dem Jenseits? Das bleibt bewusst offen. Natürlich kann man sagen, es war ein unglücklicher Zufall, dass der Kronleuchter genau in diesem Moment fiel. Aber die Symbolik ist stark. Der Vater, der alles verloren hat, rächte sich mit dem Gegenstand, den er zu Lebzeiten geliebt hat. Es ist, als würde sein Wille noch in der Welt nachhallen, als würde das Haus selbst entscheiden, wer überlebt und wer nicht. Es gibt Theorien, dass Orte mit schlimmen Ereignissen diese Energie speichern und auf unerklärliche Weise weitertragen können. Denkst du, dass das Haus in der Geschichte eine eigene dunkle Präsenz hat? Das ist eine faszinierende Idee. Es gibt viele Berichte über Gebäude, in denen Menschen unerklärliche Dinge erlebten, sei es aufgrund einer Tragödie oder einer Vergangenheit voller Gewalt. Vielleicht hat das Haus in der Geschichte tatsächlich einen Geist, nicht im klassischen Sinne, sondern als ein Ort, der Erinnerung und Schuld speichert. Vielleicht hat der Vater durch das Haus noch einmal Einfluss genommen. Eine letzte Frage. Diese Geschichte fühlt sich erschreckend real an. Aber kannst du bestätigen, dass sie nicht wahr ist? Offiziell? Ja, es ist eine fiktive Geschichte. Aber wenn du in einem alten Haus sitzt, in dem Tragödien geschehen sind und plötzlich das Gefühl hast, nicht allein zu sein, dann kannst du dich ja fragen, ob solche Dinge wirklich nur erfunden sind. In das Lächeln der Schatten gerät ein Immobilienmakler bei einer Wohnungsbesichtigung in einen albtraumhaften Horror. Eine Gruppe von Interessenten starrt ihn plötzlich an. Ihre Gesichter verzerren sich zu unnatürlich breiten, grinsenden Masken, während sie synchron auf ihn zugehen. Nach seiner Ohnmacht entdeckt er auf der Videoaufnahme der Besichtigung, dass er die ganze Zeit allein war. Und ein altes Foto zeigt die gleichen grinsenden Gesichter, die zu Arbeitern gehören, die beim Bau des Hauses ums Leben kamen. Doch keine Angst, die Geschichte ist nur ein Produkt der Fantasie. Es geht um die unheimliche Geschichte, das Lächeln der Schatten, ein Immobilienmakler, eine harmlose Wohnungsbesichtigung und plötzlich ein Albtraum voller grinsender Gestalten. Was hat dich zu dieser Geschichte inspiriert? Die Geschichte entstand aus der Idee, wie vertraute Situationen in bedrohliche kippen können. Eine Wohnungsbesichtigung ist für viele Menschen alltäglich. Doch was passiert, wenn etwas nicht stimmt? Die grinsenden Gestalten symbolisieren eine beunruhigende Verzerrung des Normalen. Etwas, das man nicht kontrollieren oder rational begreifen kann. Das Grinsen selbst hat eine starke Wirkung, weil es auf den ersten Blick vertraut wirkt, aber in einem falschen Kontext extrem verstörend ist. Dieses grinsende Verhalten erinnert an bekannte Mythen und Legenden. Gibt es kulturelle Hintergründe, die du bewusst eingebaut hast? Ja, definitiv. Das Konzept von grinsenden, unmenschlichen Gestalten taucht in mehreren Kulturen auf. Zum Beispiel gibt es in der japanischen Mythologie den Oni-Baba, einen Dämon, der oft ein unheimliches grinsendes Gesicht zeigt, bevor er seine Opfer angreift. In der westlichen Folklore ist das unnatürliche Lächeln ein häufiges Merkmal bei Hexen und Dämonen. Es symbolisiert Täuschung, Manipulation und die Grenze zwischen Menschlichkeit und etwas Unmenschlichem. Ich wollte diese universelle Angst vor dem Unheimlichen in die Geschichte einweben. Das passt auch zu modernen Konzepten wie dem sogenannten Uncanny Valley, wo Menschen von Dingen verstört sind, die menschlich aussehen, aber doch nicht ganz menschlich wirken. Würdest du sagen, dass das auch hier eine Rolle spielt? Absolut. Das Uncanny Valley beschreibt genau dieses Gefühl. Etwas sieht vertraut aus, aber die kleinen Unterschiede wie ein übertriebenes Grinsen oder ein leerer Blick lösen instinktiv Angst aus. Es ist, als würde unser Gehirn warnen, dass etwas nicht stimmt. Das macht das Grinsen in der Geschichte so verstörend. Die Besucher wirken zunächst normal, doch als sie anfangen zu lächeln und sich seltsam zu verhalten, wird aus dem Vertrauten etwas Bedrohliches. Und dann haben wir das übernatürliche Element, die toten Bauarbeiter, die scheinbar wiederkehren.
Woher kommt diese Idee? Die Vorstellung, dass Orte Ereignisse speichern können, ist in vielen Kulturen verankert. Es gibt den Glauben, dass Geister von Menschen, die tragisch ums Leben kamen, an den Ort ihres Todes gebunden sind. In der Geschichte sterben die Bauarbeiter unter schrecklichen Bedingungen und ihre Gräueltaten oder ihr Leiden könnten in der Struktur des Hauses stecken bleiben. Dies ist ähnlich wie bei Spukgeschichten aus Asien oder Europa, wo die Energie eines Ortes als unheilvoll wahrgenommen wird. Aber die rationale Seite würde sagen, dass es keine Geister gibt und solche Phänomene psychologische Ursachen haben. Wie siehst du das? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Aus einer rationalen Perspektive könnte alles, was Mehmet erlebt, eine Halluzination sein, ausgelöst durch Stress oder Angst. Das Gehirn ist hervorragend darin, Lücken in unserer Wahrnehmung zu füllen, besonders in bedrohlichen Situationen. Zum Beispiel könnte Mehmet aufgrund von Erschöpfung und Isolation das Gefühl gehabt haben, nicht allein zu sein. Und als er ohnmächtig wurde, könnte seine Erinnerung durch die Vorstellungskraft verzerrt worden sein. Dann ist da noch das Video. Mehmet sieht nur sich selbst, obwohl er sicher war, dass er von Menschen umgeben war. Ist das ein übernatürliches Ereignis oder einfach eine weitere Form von Wahrnehmungsverzerrung? Das Video könnte vieles symbolisieren. Wenn man es rational betrachtet, könnte es ein technischer Fehler sein. Vielleicht war die Kamera nicht richtig eingestellt. Aber für Mehmet ist das entscheidend. Es verstärkt seine Überzeugung, dass etwas Übernatürliches passiert ist. Das ist es, was solche Geschichten so faszinierend macht. Die Spannung zwischen dem, was wir sehen, und dem, was wir glauben. Glaubst du persönlich, dass es möglich ist, dass Orte wie dieses Haus tatsächlich eine Art dunkle Energie speichern können? Ich denke, es gibt viele Geschichten von Menschen, die an bestimmten Orten unheimliche oder bedrückende Gefühle haben. Ob das psychologisch oder tatsächlich übernatürlich ist, bleibt unklar. Aber ich finde die Idee, dass Orte Erinnerungen tragen können, sei es durch die Architektur, die Geschichte oder durch das, was Menschen hineininterpretieren, extrem spannend. Am Ende sieht Mehmet das Foto der Bauarbeiter mit den grinsenden Gesichtern. Ein Schlusspunkt, der den Leser mit vielen Fragen zurücklässt. Was wolltest du damit erreichen? Das Foto ist ein Symbol für die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Es ist der Moment, in dem Mehmet erkennt, dass das Haus mehr ist als nur ein Gebäude. Ob die Bauarbeiter tatsächlich zurückkehrten oder ob es nur in seinem Kopf geschah, bleibt offen. Ich wollte die Leser mit dem Gefühl zurücklassen, dass manche Dinge nicht erklärt werden können und dass manche Orte ihre Geheimnisse nie vollständig preisgeben. Was sollten die Zuhörer am meisten aus dieser Geschichte mitnehmen? Das Übernatürliche oder die Psychologie dahinter? Ich denke, beide Aspekte sind wichtig. Das Übernatürliche gibt uns die Möglichkeit, über das hinauszudenken, was wir als real betrachten, während die Psychologie uns zeigt, wie unsere eigenen Ängste und Wahrnehmungen uns beeinflussen. Am Ende geht es darum, die Grenzen zwischen diesen Welten zu erkunden und sich zu fragen, was würdest du tun, wenn du das Lächeln der Schatten sehen würdest? Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Sehr gerne. Wenn ihr uns eure Geschichten erzählen wollt, schreibt uns eine Mail an jrb.nice.to.have@gmail.com. Die E-Mail-Adresse ist auch in jeder Folgenbeschreibung vorhanden. Gerne könnt ihr auch einfach nur Feedback geben, liken, kommentieren und uns weiterempfehlen. Ansonsten übergebe ich das Schlusswort an Frumpy. Sie finden die Geschichten unfassbar, doch wurden sie uns so zugetragen. Aber vielleicht ist das alles nur eine Frage der Perspektive. Ihr Frumpy the Bogle.